Ich heiße Carola Hilborn-Clark, bin laut Pass Engländerin, bin aber in Deutschland geboren. Ja, also ich fand's traurig. Ich musste immer dran denken, was die Leute hinter sich haben. Warum die ihre Heimat verlassen und alles zurücklassen. Das ist ja kein leichter Schritt. Und das fand ich wirklich traurig, dass es in der heutigen Zeit sowas gibt. Wenn Leute hier hinkommen, die eine andere Kultur haben, die unsere Kultur überhaupt nicht kennen, dann muss man die sozusagen an der Hand nehmen und ihnen das alles erklären und sie dahin führen. Und ja, und als dann Marita anrief und fragte, ob ich mich da einbringen würde, war natürlich meine Antwort sofort, ja, mache ich. Ja, mein Name ist Marita Gerwin. Ich bin vom Beruf Diplom-Sozialpädagogin und ich habe 20 Jahre lang die Fachstelle Zukunft Alter der Stadt Arnsberg geleitet. Das würde ich heute als eines der Erfolgsfaktoren sehen, dass wir neben das Einbinden von kreativen Köpfen, aber auch das bewusste Ansprechen von älteren Menschen, die wir hier in dieser 74.000 Einwohner großen Stadt auch relativ kennen, so gesagt haben, also gerade dich brauchen wir. Ich habe auch Carola beispielsweise angesprochen, gesagt, Carola, du bringst so viel an Ruhe, an Ausgeglichenheit, an, ja, sagen wir mal, ja, vielleicht auch Frustrationstoleranz mit. Könntest du dir vorstellen, die Patenschaft für ein oder zwei, vielleicht auch drei minderjährige Jugendliche im Tandem mit anderen zu machen? Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, wie die Tür aufging und Nasrat kam zur Tür rein. Sofort, wie auch heute noch, ich meine, man sah in seinen Augen und so die Traurigkeit und das Fremde und die Angst. Aber ansonsten, er war sofort offen und wollte auch, dass man ihm hilft. Und ja, das war der Anfang. Mein Name ist Nasrullah Saf, also Nasrullah Saif, zweiter Name Nasrat. Ich komme aus Afghanistan und ich bin 21 Jahre alt und wohne ich in Arnsberg, mache ich Ausbildung als Straßenbauer. Ich finde das interessant, andere Kulturen kennenzulernen. Und ich fand das immer toll, wenn da jemand war, der mir dann erzählte. Und denn zu der Zeit, ja, da hatten wir einfach das Geld nicht, dass wir große Reisen gemacht hätten. Ich wusste, dass ich helfen kann. Ich wusste, dass zum Beispiel Nasrat das auch annimmt, diese Hilfe, das war klar von seiner Art her. Und ja, und da konnte man ja dann drauf aufbauen. Ne? Wir haben uns dann, ich glaube, zweimal die Woche getroffen, mit Händen und Füßen Deutsch gelernt. Und ja, und ich muss sagen, ich habe auch sehr viel gelernt oder musste wieder lernen. Denn es ist ein Unterschied, ob unsere Kinder von klein auf in alles hineinwachsen oder ob man dann einen 16-Jährigen bekommt, der also von unserer Kultur keine Ahnung hat. Und da muss man sich auch erstmal reindenken. Und ich habe auch Fehler gemacht, ne? Aber man konnte sehr gut ausbügeln wieder. Er hat schon ein schweres Schicksal hinter sich. Seine Mutter starb
bei der Geburt seines Bruders. Der Vater wurde von den Taliban erschossen und er war ja dann auch auf der Liste der Taliban. Und deswegen musste er weg. Ich sage immer, wenn er da geblieben wäre, wäre er entweder heute bei den Taliban oder er wäre tot. Eins von beiden. Ne? Damals, 2015, als alle hierhin kamen, so, Grenzen waren offen und dann war ich auch da zwischen einen so. Und dann wurde ich von Polizei in Österreich aufgenommen und irgendwie im Bus reingepackt und so, weil da, ich glaube, alle wollten nach Deutschland und so. Und dann ich bin auch mit denen hierhin und dann direkt nach Arnsberg gekommen. Ein guter Start und nette Leute auf jeden Fall. Schulbildung, so, Schule hatte ich nicht, aber habe ich so immer gearbeitet, ne? Als landwirtschaftlich und so, also Familie geholfen, auch mit Tieren, wie Beispiel hier in Deutschland, Beispiel so Bauern oder so, alles für Familie machen. Sowas habe ich als Kind gemacht. Allererstes habe ich so mit Händen natürlich geredet und so gesagt, so Körpersprache und danach, ja, habe ich so bisschen gelernt, ne? Und dann wurde dann beigebracht halt von Omi natürlich. Carola Clark heißt sie, also von ihr, die hat geholfen immer beim Lernen. Jedes Woche, glaube ich, jeden Wochen, so im Wochen 2, 3 Tage ist sie so vorbeigekommen oder ich zu ihr. Dann, wie gesagt, haben wir von Alphabet angefangen und dann so weiter. Und jetzt habe ich einen Hauptschulabschluss, Klasse 9. Und ja, die jetzige Situation ist einfach geil. Ne? Man hat das Gefühl, okay, jetzt bist du soweit, hast du was gelernt. Und ja, sie ist halt so wie Familie. Ne? Also egal was ist, mit ihr wird alles geteilt. Und auch vielleicht gibt es auch so ab und zu mal Probleme da, wo ich immer noch nicht so viel Ahnung habe. Ne? Dann gehe ich mal, rede ich mit ihr. Und gibt sie mir auch gute Ideen und so, wie gesagt. Omi ist Omi, ne? Hilft sie gerne. Ja. Das ist normalerweise ein ganz guter Job, auch natürlich mit vielen Maschinen hast du zu tun. Bagger Beispiel, Radlader. Straßen bauen kannst du ab und zu mal natürlich, wenn du so mit deinen Freunden da irgendwo auf eine Straße läufst, die du selber mitgebaut hast. Man ist ja ein bisschen stolz drauf, ne? Guck, Kollege, Straße selber gebaut. Auf jeden Fall was Geiles. Ich mache Sport, Kickboxen. Und trainiere ich seit 4 Jahren, also seitdem ich hier in Deutschland bin, trainiere ich also. Früher habe ich natürlich sehr oft trainiert, auch war ich Turnieren halt einmal und dann, ja, jetzt mit der Arbeit trainiere ich nicht so oft, Beispiel im Club, auch wegen Corona. Beispiel sind zweite Lockdown, alles zu und so, aber zu Hause mache ich gerne immer, also was ich so machen kann halt. Mein Name ist Karl-Heinz Leister. Ich wohne jetzt seit über 30 Jahren in Hanau, also hier in dem Haus, wo wir uns gerade befinden. Als ich noch beruflich tätig war und es absehbar war, dass ich in Rente gehe, war mir klar, dass ich was Soziales machen will, weil ich der Gesellschaft wieder was zurückgeben möchte. Ich möchte was einbringen, solange ich das kann. Und das tue ich jetzt und das erfüllt einem auch. Also es ist nicht nur, dass ich jetzt Rentner bin und nur meinen Spaß suche. Es ist momentan mehr ein Geben, ein Zurückgeben oder vorher schon ein Geben und damit einfach eine Balance, eine Lebensbalance da ist. Das ist eine Sinngebung
meiner jetzigen Lebensphase. Mein Name ist Barbara Hettendorp und ich bin Mitarbeiterin im Hanauer Seniorenbüro. Und wir sind hier in Hanau ein Standort von 17 Standorten in ganz Deutschland, die das Projekt Alt- und Jungchancenpatenschaften umsetzen. Als die Flüchtlingswelle nach Deutschland kam, 2016, war das Engagement der Menschen in Hanau riesig, Menschen zu unterstützen. Und daher hat es sofort Sinn gemacht, auch sich als Seniorenbüro für dieses Projekt mit zu bewerben, weil wir gemerkt haben, wie groß das Engagement in dieser Stadt ist. Ja, an Jamil kam ich über Kontakte zu seinen Freunden. Das waren Freunde, waren die ersten Kontakte. Das war so eine Männer-WG im Sportsfield, in dem Camp, das wir in Hanau haben. Wir haben die manchmal mitgeschleppt zu kulturellen Veranstaltungen, als das nur möglich war. Nicht weit von ihrer Wohnung weg, in der Weststadt. Am Schloss Philippsruh gibt es da das Amphitheater, da sind dann im Sommer Konzerte, Open-Air-Konzerte. Und da haben wir sie mit hingenommen, einfach um auch zu zeigen, wie die Prozeduren sind, wo man die Karten bekommt, um sie mit Kultur in Kontakt zu bringen. Ich bin Jamil Karami, ich komme aus Syrien. Ich bin 37 Jahre alt. Vom Beruf, ich bin Mathematik- und Erdkundelehrer und ich habe auch Magister in Syrien absolviert. Ich bin seit 5 Jahren in Deutschland und seit 5,5 Jahren in Deutschland und seit 5 Jahren hier in Hanau. Ja, Kalle ist eigentlich meine, sage ich, alte Freund, so kann ich sagen. Ich habe Kalle kennengelernt seit 5 Jahren, seit ich in Hanau bin. Und das war einfach zufällig. Kalle ist sehr kommunikativ. Und er hat einmal mir Nachricht geschrieben, er sagt, ich wollte eine WhatsApp-Gruppe machen. Und ich nenne diese WhatsApp-Gruppe Babbeltreff. Damals auch wusste ich nicht, was ist Babbeln hier. Und das ist ein typisches hessisches Wort, bedeutet einfach Austausch oder einfach die Leute zwischen sich kommunizieren. Wir haben hier in der Stadt wochentlich am Samstag schon getroffen, Kaffee getrunken und auch unsere Probleme und unsere Situation stand Kali und Renata damals und noch anderen erzählt und war damals verschiedene Themen. Habe ich schon gesucht, was ist der nächste Beruf zu Lehrer. Ich habe am Ende in der Tätigkeit gearbeitet als Erzieher, 2 Jahre. Und dann habe ich ein Programm von der Europäischen Union genommen, dass ich Weiterbildung machen kann. Ich bin Vorbild von den Kindern und ich denke, es kann sein, dass die Kinder natürlich in 5 oder 6 Jahren noch größer gewachsen und dann sie sehen einfach mich irgendwann und das macht mich einfach glücklich. Irgendwann habe ich Nachricht bei WhatsApp gekriegt, dass ein Anschlag hier in Hanau in der Nähe von uns passiert, dass wir müssen zu Hause sitzen und nicht rausgehen. Und durch das Internet haben wir viel Information damals schon mitbekommen. Das hat mich und die ganze Stadt natürlich sehr erschüttert. Also es hat nochmal einen anderen Aspekt bekommen und verstärkt, dass wir wirklich gegen rassistische, ausländerfeindliche Bewegungen hier auch in unserer eigenen Umgebung angehen müssen und sehr achtsam sein müssen. Und das Aufeinander achten, das war in den Tagen nach dem Anschlag war das sehr stark.
Bis heute bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, was passiert ist. Diese Menschen waren nicht nur unsere Freunde und Bekannten. Liebe Freunde, das waren Hanauer. Ich wohne eigentlich in einer Straße entfernt von dem Tatort, wo der Anschlag passiert damals. Und das entfernt von meiner Wohnung nur 100 Meter. Und ich bin täglich hin und zurück durch die Café und an diesem Ort. Und an diesem Tag haben wir erfahren, dass es leider 9 Leute sind gestorben. Was wir entdecken, ist, dass es nicht nur den Alltagsrassismus gibt, den es die ganze Zeit schon mehr oder weniger ausgeprägt gab. Nach dem Nationalsozialismus war das ja nicht weg. Die Vorurteile waren ja weiterhin da, wurden vielleicht nicht so ausgesprochen, aber seit die modernen Medien sehr populär sind, genutzt werden, ist die Schwelle, sich rassistisch und hasserfüllt zu äußern, stark gefallen. Und ich denke, da muss man sehr aufmerksam sein und dagegen wirken. Aber es gibt auch im System rassistische Stellen und Vorgehensweisen. Und die erkennen wir als Helfer für geflüchtete Menschen relativ oft in Behörden. Umgang mit geflüchteten Menschen von Behördenseiten geht oft sehr gut, aber es gibt auch welche dazwischen, wo man merkt, da ist blanke Ablehnung da und Steine in den Weg legen, schwierig machen. Was war bei mir sehr, sehr einfach emotional, dass ich fast 100 Nachrichten gekriegt von verschiedenen Leuten, die kennen mich nur seit 5 Jahren. Und sie haben nach mich gefragt und ob es gut geht. Das war bei mir sehr emotional und damals habe ich gemerkt, dass ich habe hier eine vielleicht neue Familie gefunden und dass ich nicht hier alleine bin. Ich habe dieses Wort oft gehört, wir schaffen das und meiner Meinung nach, wir haben das geschafft. Und ich bin nur ein Beispiel. Ich kenne viele Leute, die kommen nicht nur aus Syrien, aus verschiedenen Ländern. Aber meine Bekannte, sie haben noch mehr geschafft, was ich hier geschafft habe. Warum sage ich das? Da sage ich nicht nur alles Wort. Ich habe das geschafft. Ich habe jetzt Vollzeitarbeit gefunden. Ich kann jetzt deutsche Sprache reden. Ich habe auch viele deutsche Freunde gefunden. Und ich kann auch die Deutschen helfen, weil ich bin seit 3 Jahren ehrenamtlich tätig hier in Deutschland. Wir haben viel geschafft. Wir haben geschafft, dass viele Menschen hier im Beruf gekommen sind, dass sie ein Praktikum bekommen haben, dass sie eine Wohnung bekommen haben, dass sie Familie nachkommen konnten und dass sie auch zum Teil angekommen sind. Wir müssen noch viel mehr machen, aber wir sind auf einem guten Weg. Ich denke schon. Ne? Er kam, er konnte nichts, Analphabet, fremde Kultur, alles. Und heute ist er total integriert, hat eine deutsche Freundin, hat seine eigene Wohnung. Also da glaube ich doch, dass man sagen kann, wir haben es geschafft. Man schafft alles, wenn man zusammenhält halt und nicht aufgibt. Ne? Man muss ja was Gutes tun und nicht nur reden halt. Ich mache das, ich werde das und das. Auch natürlich ein bisschen zeigen, ein bisschen mitmachen halt. Genau. Und dann gemeinsam schafft man ja. Ich finde es als große Bereicherung, eine vielfältige Gesellschaft zu sein. Und ich glaube, dass viele unserer älteren Menschen, auch Paten und Patinnen, aber auch deren Freundeskreise, die neugierig geworden sind, also ja auch diese vielfältige Gesellschaft als große Chance gesehen haben. Ja, wir haben einiges geschafft, noch nicht alles, wir haben einiges geschafft, sehr vieles sogar schon. Und ich fand auch den Ausdruck der Bundeskanzlerin damals richtig. Also es war ja eine ganz neue Situation für Mitteleuropa, so viele Menschen aus fremden Ländern aufnehmen zu wollen oder zu müssen. Und ich denke, es war notwendig von der Bundeskanzlerin zu hören,
ein Wort, das Mut macht. Also stellt man sich mal vor, sie hätte damals gesagt, das geht alles schief, das können wir nicht. Was wäre dann passiert? Also ich fand es ganz wichtig, dieses Wort zu hören, und es ist auch für mich heute noch wichtig, das in Erinnerung zu rufen. Wir schaffen das, wir sind wirtschaftlich ein so starkes Land. Sie fragen mich immer, geht's dir gut? Geht's deiner Familie gut? Und ich denke, jede neue Familie hier in Deutschland, in Hanau, braucht diese Frage. Die Frage an sich selber hilft uns, dass ich genau weiß, dass jemand an mich guckt, an mich gedacht hat. Deswegen sage ich, wir haben es schon geschafft. Und der Beweis, ich bin Hanau, ich kandidere für Ausländerbeirat.